Hallo zusammen. Ja, es geht weiter mit Vampyr. Euer Voicebot wieder hier. Müssen mal gucken. Hat ja beim letzten Mal gesagt, dass ich 22 Minuten aufgenommen habe. Oder 23, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und ich mal gucke, wie ich schneide. Aber ich mache trotzdem die ganz normale Begrüßung. Wir sind in Whitechapel und haben hier mit der Dorothy Crane versucht, diesen Mann zu retten, was leider fehlgeschlagen ist. Und I ja, suspect it was more than quatschen jetzt mit ihr. intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Hm, Das ist illegal? Nein. Bin hier, um die Erpressung zu beenden. Sie können nicht so weitermachen. Also ja, wir sind zwar hier, um diese Erpressung zu beenden, aber ich würde erstmal gucken, ob wir vielleicht einen sanften Weg bei ihr nehmen können. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this. Blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Die Erpressung müssen aufhören. Zweck heiligt die Mittel. Warum Lady? Ja, fragen wir mal. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Okay. Naja, gut, okay, fragen wir das mal. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Na, da hätte ich hier gesagt, ey, ich war im Krieg. Okay, wir müssen das nehmen. Das ist schon sehr... You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? In den Bann ziehen? In den Bann ziehen, ich weiß nicht, ob wir gut genug dazu sind. Wir könnten das mal aussagen. Oh, auf keinen Fall. Ich sehe weg, aber sie kündigen, verschonen. In den Bann ziehen. Naja, eigentlich will sie ja den Leuten weiterhelfen. Ja, müssen wir, ich glaube, das nehmen. Bei Bann ziehen weiß ich halt nicht. Sie werden die Angelegenheit vergessen. Ja, schön. Dann hilft sie uns zwar weiter, aber die Frage ist dann, sie wird ja irgendwann wieder auf die ganze Sache kommen. Wir versuchen mal das hier. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Okay. Bannstufe, nein. Der Bezirk wird bald durch Konsequenzen der Handlung.
Okay. Ich bin gespannt. Gut, sie ist rausgegangen. Alles klar. Können wir da raus? I cannot enter. Okay. Ich bin gespannt. Was zur Hölle? Oh, this one stinks already. Here's one of them. What smells? Die haben vielleicht Leute abgeknallt. Oder sogar rausgeholt. Was zur Hölle? Okay, hier, der hat nichts. Was soll denn der Mist? Christ the leech, boys! It's mine! I'll take it! I'll take its head! Okay. Erstatte Lady Ashbury Bericht. Okay, ich bin gespannt. So. Aber jetzt sind nicht überall die Typen, ne? Ne, okay, die waren nur da. Wahrscheinlich haben sie es... Irgendwer hat uns entweder verpfiffen oder irgendwer hat das Ganze untersucht. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Wir müssen zurück zum Krankenhaus. Das heißt... Nicht den Gang, den wir gerade reingehen. Noch nicht. Warte mal kurz. Hier. Ja, den können wir auch gehen. Wir können natürlich auch hier runter gehen. Ein bisschen gucken. Super. Das ist gerade aufgeleuchtet. Ich dachte, das hätte aufgeleuchtet. So. Was haben wir hier? Achso, ja, das sind die Plakate. So, jetzt schauen wir mal. Hier war ja ihr Stützpunkt. Whitechapel Street. Bedenklich. Naja, wir werden mal gucken. So. Ja, jetzt sind wir richtig. Okay. Das klang nach einem Skrull. Lassen wir die mal in Ruhe. So, zurück zum Krankenhaus auf jeden Fall. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! No! Okay. Burn it, boys! Okay, wir müssen ein bisschen aufs Leben achten. Dann werden wir hier. Stop it! Let's see how it likes a bit of fire! Was zur Hölle, ey? Autsch. Na gut, wir sind auf jeden Fall noch an einem Stück. Okay, die haben gar nichts. Ernsthaft? Okay. So. Gucken, können wir hier rein? Okay, rein können wir. War das ein Unterschlupf? Ach, hier waren nur Sachen drin. Okay.
Gucken wir uns das Ganze mal an. Ach, hier ist auch noch Blut, ne? Ja, geht doch. Nein, 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 nicht das Tor aufmachen. Oh, oh. Da will ich doch gar nicht hin. Ja, sag ich doch. Ich bin hier irgendwie falsch, ne? Oder? Genau, wir müssen da vorne irgendwo her. Jetzt sind hier Sachen. Aha, okay. So, hier Schmiermittel. Sachen einsammeln. Ach, das war doch... Den lassen wir mal in Ruhe. Da müssen wir uns nicht unbedingt antun. Der ist 8 Stufen über uns. Wahrscheinlich würden wir den sogar relativ leicht besiegen, aber... Darum geht es mir ja gar nicht. Wir wollen hier erstmal weiter gucken. So, Krankenhaus. Bezirk stabil. So, wir müssen... Oh, guck mal hier. Ah ja, das ist mir ja letztens aufgefallen. Die Schränke sind teilweise wieder voll, wenn wir geschlafen haben. Also nicht jeder, aber ein paar füllen sich wie von Geisterhand wieder auf. Was uns natürlich quasi mit einem endlosen Material versorgt. Aber wir brauchen auch relativ viel. So. Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have to bear the burdens of this hospital alone. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? So, warte mal, kurz gucken. Brauchen wir noch irgendwie einen Hinweis? Goodbye, Dr. Tippett. Ja. Good evening, Dr. Nein. Dr. Reed. Nein. Goodbye, Dr. Tippett. Ich wollte doch die Krankenschwester haben. Wo ist denn jetzt hin? Bin ich doof? Da ist sie. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Haben wir irgendwas Neues bei dir? Nö. Und... Ja. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Nein, 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 alles gut. So. Goodbye, Nurse. Okay, das bringt uns erstmal bei den beiden nicht weiter. Jetzt einmal hier hin. Ah. Guten Abend. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Mitgefühl für nur ihre Begierde. Letztlich sind sie nur Mördern. Er hat ihnen vertraut. Naja, das einfach. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Sie müssen sich nicht entschuldigen.
Ja, komm, nee, die ist älter als wir. Wir kriegen sonst mit Sicherheit ganz schön auf die Mütze. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you were full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Okay. Na gut. Erstmal über uns. Stimme in meinem Kopf. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Warum sollte das ein Problem bereiten? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Aha. Da geht's also um. Die wissen nicht, wer das ist. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Ja, das stimmt. Das haben wir ja auch nicht gesagt. Das war ja nur eine direkte Frage. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Aha. Aha. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Okay. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Okay, also gibt es verschiedene Arten. Ah, interessant. Warum wurde ich dem Tod überlassen, genau? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Ja gut, ist in vielen anderen sagen ja auch so, dass Vampire erschaffen werden dadurch, dass sie Blut trinken müssen. Ich glaube, bei Vampire Masquerade ist das auch so in der Welt. So, das haben wir schon mal. Über die Dame. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man.
He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Ah, okay, also es gibt eine Bruderschaft, die wahrscheinlich erforscht, die Vampire, aber das nicht in der Form macht, ey, wir schneiden die jetzt fest, töten die hier, sondern das wahrscheinlich eher durch Beobachtungen und so macht. So schätze ich diesen Dr. Swansea nämlich ein bisschen ein. Und wahrscheinlich genau aus dem Grund haben die Vampire kein Problem, weil die sagen, hey, okay, ihr wisst zwar über uns Bescheid, vielleicht findet ihr sogar raus, was mit uns los ist. Ja, auch nicht schlecht. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Ach komm. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Ja, genau. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Okay. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Okay. Entschuldigt. So, warum haben Sie mich gerettet? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Okay. Aber es gibt irgendwie gefühlt sehr viele davon. So. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Okay, vor irgendwas hat sie Angst. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Okay. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. Okay. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Okay. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not.
But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Okay, na gut. Sie ist ja auch schon ein bisschen älter, hat da einiges an Erfahrung. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Mhm. Ja gut, damit man sie nicht findet, I ne? bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Alles klar. Dann analysieren wir das Blut. Wir haben noch noch einiges an Punkten müssen wir ausgeben. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit der Aufnahme sind. So. Hallo. Hi. Achso, das ist hier. Schließt sich der, ich glaube, Schwesternschaft an und helfe. Oh, mal, du kannst. Okay, hier drin kann ich nicht versehentlich angreifen, das ist gut. Wo ist denn hier hin? Bin ich hier schon mal hochgelaufen? Ach, hier kann man gar nicht weiter. Alles klar. Ich hätte mich schon gewundert. Gibt es einen Weg nach oben? Ich kann da nicht rein. So, das ist hier. It's locked, all right. Okay, ist zu. Das waren sie. Not now. Nicht jetzt. Okay. Alles klar. Das ist auch zu. Und mal kurz mal durchgucken. Hier leuchtet nichts, wobei doch der schon hier. Genau. Ach, der auch. Gut. So, hier jemand? Nein. Hier gibt es auch noch einen Raum. Zack. Kurz gucken. Ne, hier ist nicht. Sagt, hier ist nichts. It's locked. Ah, die ist verschlossen. Wir haben noch keine Möglichkeit, verschlossene Sachen zu öffnen. So, jetzt einmal zurück zu Hause. Hier das Blut analysieren. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Okay, das war echt übel. 3, Familiengeschichte. Okay. Ja, aber bevor wir das machen, werden wir uns hier einmal ein wenig stärken. So. Lasst mal kurz gucken. Wir haben hier, was ist das? Blutkapazität. Da sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen was tun. Mehr Blut zu halten. Beziehungsweise mehr Kapazitäten zu haben. Zack. Na komm, 10%. Klingt ja schon mal gar nicht so verkehrt. Können wir das irgendwie aufhören? Was? Normalen. Ah, okay, da können wir Schaden mitteilen. Darauf finde ich jetzt nicht so. Was haben wir denn hier noch? Taktisch, Sprung. Bewegung ist das Ziel für so Schaden bei der Landung. Außer mit Schatten zu verschwinden, im meisten Fall unsichtbaren im Zustand bewegst. Brauchst du mehr Ausdauer. Du verlässt den Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst oder keine Ausdauer mehr hast. Okay. Das werde ich mal ausprobieren. Das müssen wir mal uns angucken. Abblinkzeit wird reduziert. Hier sind dann... Das ist der Schaden, ne? Und hier... Ah... Verbrauchen wir weniger. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wut, du verliest unter fest. Nein, Wut auf keinen Fall. Müssen wir mal gucken. Blutkessel, das sind diese Vampirfähigkeiten. Die spiele ich tatsächlich komischerweise auch meistens in vielen anderen Spielen nicht. So, Medizintasche. Du kannst 3 bekommen hier. Das können wir einmal nehmen. Dann können wir von diesen Ampullen 3 tragen und mehr Munition. Ist auch erstmal nicht verkehrt. So, was haben wir noch? Zustand des Körpers, mehr Gesundheit. Ja, komm.
sind wir schon bei Stufe 12. So, 600, das kriegen wir nichts mehr. Das haben wir schon so hoch, okay. Bis, können wir hier noch was machen? Ne, 1000 brauchen wir dafür. Und die Regeneration auch. Okay, ich würde fast sagen, wir können hier nicht mehr machen. Was haben wir denn hier noch? Gerinnung. Du machst es wehrlos. Schaden abvisiert, das ist ein Blutspeer. Alle Lebewesen werden aufgeschlitzt. Okay, 2000. Das macht wahrscheinlich auf Versuch vermutlich viel Schaden, ne? Ja, dann lass mal kurz gucken. Können wir hier das vielleicht noch? Da brauchen wir auch 1000 für. Okay, dann müssen wir die Punkte aufheben. Dann einmal bestätigen. Und einmal quasi schlafen eine Nacht. Die folgende Nacht. Jetzt passieren irgendwelche Dinge. Sinnlose Polizei. Was? Seit kurzem verdichten sich die Gerüchte im Whitechapel zu Fakten. Die Polizei hat seit 3 Monaten den Verdacht mit dem Londoner Schwarzmarkt für Medikamente gewesen sein. Aber selbstverständlich bleiben die Verdachtsmomente Vermutungen. Es wurden keine potenziellen entsandt, um einen illegalen Handel am Ende zu setzen. Es wurden keine okay. Ah, guck mal hier. Wenn man sich die Zeit nimmt, die neuesten Tabletten und Statistiken zu lesen, entdeckt man, dass Whitechapel die Krankheit deutlich besser gemeistert als viele andere Teile der Stadt. Ein Wunder? Nee, das ist quasi hier, die sagen, hey, pass mal auf, in Whitechapel, ne, da kümmert sich irgendwer wohl scheinbar um die Leute. Passt also. So, was ist das denn hier? Wichtigste eifende Presse? Händler. So, jetzt müssen wir mal gucken. Einen haben wir noch nicht in. Ne, 3 haben wir noch nicht in. 4. Entschuldigt, 4 haben wir noch nicht entdeckt. Wir sind aber in dem Bereich jetzt tatsächlich von bedenklich auf stabil gerückt. Sehr gut. So, das ist die Stütze. Bei ihr haben wir schon alles rausgeholt. Bei ihr könnten wir tatsächlich noch Hinweise finden. Er hier. Das ist dieser. Ah, das ist der ältere Herr. Bronchitis hat der. Gott, der hat 2 Sachen sogar. Migräne und scheinbar noch irgendwas anderes. Blutarmut. Mal gucken, ob wir das überhaupt haben als Fähigkeiten. Hier. Zack, 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 zack. Okay. Ja. Sehr gut. Der Bezirk ist zu gesund aufgestiegen. Sie hat eine Erkältung. Da kümmern wir uns drum. Das müssten wir haben. Da wissen wir gar nicht, was der hat. Okay. Mal schauen. Eine Erkältung und Kopfschmerzen. Das kriegen wir hin. Hier passiert aber gar nichts. Sehr gut. In dem Bezirk kennen wir auch noch nicht viele und hier kennen wir keinen. Es bleibt wie es ist. Okay. So, das heißt, lasst mich mal kurz gucken. Aktualisierung der Mission. Ja, das machen wir. Aber ich will was anderes wissen. Und zwar, wir haben doch hier. Ne, Inventar. Und ich würde gerne wissen, hier. Was haben wir denn da? Gegen Bronchitis haben wir was. Sehr gut. Gegen Erkältung haben wir sogar 2-mal was. Blutvergiftung, Erschöpfung und Blutarmut. Das heißt, wir haben sogar tatsächlich gegen die verschiedenen Krankheiten was. Dann lasst uns das doch mal als allererstes machen. Ich muss nur mal ganz kurz, ihr kennt es ja inzwischen, mal ganz kurz gegenchecken, wie lange ich schon dran bin, weil ich hier echt keine Uhr habe. 34 Minuten. Na komm, wir können zumindest noch mal 2, 3 Leute heilen. Das können wir schon tun. Schauen wir noch mal. Und jetzt will ich mal ganz kurz was wissen. Sind die Sachen hier wieder aufgefüllt? Hier nicht. Weil ich war der Meinung, dass Schränke und sowas teilweise wieder aufgefüllt werden. Hier nicht. Nee, okay. Oder vielleicht müssen noch 2 Tage dazwischen sein. Ich war nämlich letztes Mal der Meinung, dass Sachen wieder voll waren. Schränke. Da nicht. Auch nicht. Okay, vielleicht ist es doch nicht so. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Die hier, das ist, glaube ich, sie, ne? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. So, F. Genau, E war das, Do you ne? need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Medizin geben, bitteschön. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed.
Sehr gut. Goodbye, Nurse Hawkins. So. Jetzt gucken wir einmal kurz auf die Karte hier im Bezirk rein. Sie erholt sich. Dann haben wir den... Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Der war draußen, wenn ich mich recht entsinne. Okay, sie ist da. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Okay. Schade. The patients are not fools. They know we are overwhelmed by this horrifying epidemic. Mal gucken. So. Okay, bis jetzt sehe ich nicht, dass wieder irgendwas aufgefüllt ist. Vielleicht habe ich mich echt vertan. Und habe dann einfach Sachen übersehen und bin dann fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das so ist. So, Thelma hier. Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Ah, das ist dieses Nebenquest, ne? So, hier. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Okay. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Ja, die meisten. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Interessante Sichtweise. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Ja, okay, alles klar. Das ist schon mal Kumpels. Sie waren Sanitäter? Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Sie hätten ablehnen sollen. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Das könnt ihr doch nicht als Arzt ausgeben. Ja, das lassen wir mal. Das klingt so direkt mit der Bratpfanne ins Gesicht. Aber Sie Do you alleine? work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Ja, also quasi heben hier die Leute noch zurück, um zu sagen, hey, ich suche meinen Verwandten. Ja, der könnte da liegen. Naja. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Okay. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago.
You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Ah, alles klar. So, was haben wir denn hier? Erschöpfung hat er. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Yep, bitteschön. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Ja, bitteschön, bitteschön. Mit was handelt er denn Please eigentlich? show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Mhm. Was haben wir denn? Ach, da oben steht's. So. Okay, wir können nicht wechseln. Reicht erstmal so. Opium. So, jetzt der nächste auf der Liste. Der ist behandelt. Ach, könnte es sein, dass die beiden unten am Hafen sind? Wartet mal. Haben wir überhaupt alle hier schon entdeckt? Ach, das wird die Mutter sein. Mit der hat man noch nicht gequatscht. Deswegen wird sie noch nicht angezeigt. Okay. Das müssen wir auch noch machen. So, Hafen war... Also Hafen. Die Kanalisation, wo die Boote liegen. Hier vorne runter. Da ging die Treppe runter. Da hat uns ja irgendeiner angequatscht, bevor wir in die Kanalisation sind. Und vielleicht sind das die Personen. Ich weiß noch nicht, ob das beide sind oder ob hier nur einer steht. Ah, es sind beide. Sehr gut. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Okay. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Okay, ja. I will see you. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Naja gut, warum saßen Sie fest? Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Ah, okay. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Okay, warum bist du in der Kanalisation gewesen, wenn du sowas nicht magst? Okay. Warum gehen Sie nicht ins Krankenhaus? Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about is their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Mhm. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Sie waren verschüttet. Es war in ihrer Kindheit. Schuldgefühle eines Soldaten. Das versuchen wir mal. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it.
Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Wow. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Hier, das. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Ja, schändliche Gedanken. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive. Just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Oh. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Okay. Da noch ein Hinweis benötigt. Das sieht doch schon mal Goodbye, ganz gut. Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. So, aber... Wo ist denn dein... Irgendwo wird noch der zweite sein, ne? Also sein Freund. Und den werden wir das nächste Mal interviewen. Ich sag nochmal danke dafür, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr... Was, wie, wo, wen? Ah, ja. Ich will die Abkommen moderieren. So, ich sag nochmal danke fürs dabei sein. Danke fürs Zugucken. Und ja, in der nächsten Folge, ich denke Folge 12 oder 13, werden wir uns dann mal noch mit den anderen Leuten hier unterhalten. Werden noch mal ein paar Leute heilen. Und dann geht's mit der Hauptstory weiter. Wir werden etwas Swansea ein bisschen was über das Blut erzählen. Gute Leute, ich bin raus. Ciao zusammen.